Die Zukunft von Assassin's Creed sieht nicht gut aus. Riesenprobleme bei Ubisoft, ein mehrfach verspäteter Release für Assassin's Creed Mirage und wir wissen ja, wie das mit Spielen aussieht, die mehr als zweimal verschoben wurden bei Ubisoft. Und dennoch gibt es immer noch Zeichen, die uns zeigen, dass Assassin's Creed dieses Jahr gerettet werden könnte. Schauen wir also mal in die Pro- und Kontra-Argumente rein und ihr könnt ja am Ende schreiben, was ihr glaubt. Wird Assassin's Creed aussterben oder nochmal die Kurve bekommen? Assassin's Creed hat seit 2 Jahren kein neues Kapitel mehr geschlagen. Das letzte Assassin's Creed war Assassin's Creed Valhalla mit dem Release im November 2020. Der stärkste Teil der Serie, zumindest was die Verkaufszahlen anging, aber auch der wohl polarisierendste. Es spaltete die AC-Community so sehr wie kein anderes AC zuvor. Es brachte massig Bugs mit sich und bekam dadurch den Spitznamen Bughala. Das letzte AC war übrigens auch das AC, mit dem ich in die YouTube-Welt eingetreten bin. Und seitdem ist einiges passiert. Nicht nur hier auf diesem Kanal, wie ihr natürlich wisst, sondern auch mit Assassin's Creed. Wir bekamen einen Live-Service, den Assassin's Creed in dem Umfang vorher noch nie bekommen hat. Doch das wurde mit dem letzten DLC von Assassin's Creed Valhalla The Last Chapter im Jahr 2022 beendet. Dass dieses Ende wohl nicht das Ende war, was wir uns alle erhofft haben und dass es einige Punkte an Valhalla gab, die man besprechen muss, ist klar. Jedoch möchte ich heute in diesem Video über die Zukunft von Assassin's Creed im Allgemeinen sprechen. Denn es könnte sein, dass Assassin's Creed an sich mit dem neuen Ableger Assassin's Creed Mirage nochmal die Kurve bekommen könnte. Jedoch laufen bei Ubisoft im Allgemeinen gerade einige Dinge schief, die sich auch negativ auf die Zukunft von Assassin's Creed auswirken können. Ein Verkauf von Ubisoft, eventuell sogar ein Verkauf des Franchises, alles verrückte Gedanken. Dennoch müssen wir darüber sprechen, aber es gibt natürlich auch positive Dinge, über die wir sprechen können. Doch welche Aspekte könnten denn die Zukunft von Assassin's Creed derzeit gefährden? Die Struktur von Ubisoft selbst ist tatsächlich ein großes Problem. Es gibt viele Studios, viel Absprache ist da notwendig, viele Kommunikationsketten und vielleicht auch ein gewisser Konkurrenzgedanke unter den Studios. All diese Faktoren von dem Unternehmen führen dazu, dass alle Prozesse verlangsamt werden. Ich gebe euch mal ganz kurz ein Beispiel. Ihr möchtet eine neue Idee für das kommende Assassin's Creed mit ins Spiel bringen. Bis diese Idee wirklich abgesegnet wird und umgesetzt werden kann, dauert es ewig, weil erstmal viele verschiedene Abteilungen aus vielen verschiedenen Studios in der Welt mit verschiedenen Zeitzonen, also mit verschiedenen Zeiten, wo sie arbeiten, dazu führt, dass es ewig dauert, bis diese Anfrage mal durchkommt und bis diese Anfrage dann auch wirklich umgesetzt werden kann. Das ist natürlich, muss man wirklich sagen, ein generelles Problem in vielen großen Unternehmen, aber gerade in der Spieleindustrie ist das, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwierig. Dann kommt noch dazu, dass Ubisoft seine finanziellen Erwartungen für die nächsten Quartale gesenkt hat und sich mehr auf die Core-Franchises konzentrieren möchte. Bedeutet halt auch, dass eben diese Core-Franchises finanziell auch alles tragen müssen. Ghost Recon, Assassin's Creed und Rainbow Six und Division, die müssen es am Ende des Tages richten. Bedeutet aber auch, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir in den verbliebenen Franchises sehr viele Mikrotransaktionen sehen könnten, die Ubisoft in diesem Jahr noch irgendwie Geld einspielen. Denn es ist auch klar, sie müssen jetzt mit diesen Franchises in diesem Jahr irgendwie Geld machen und mal so eben ein neues Ghost Recon dieses Jahr raushauen, ist, denke ich mal, nicht drin. Mal eben so ein Splinter Cell verfrüht raushauen, ist natürlich unrealistisch, das ist ganz klar. Das heißt also, sie werden in den kommenden Monaten die Franchises wahrscheinlich mit Mikrotransaktionen zuballern und das könnte dazu führen, dass das Spielerlebnis deutlich gesenkt wird und wir am Ende des Tages unzufrieden sind mit Assassin's Creed oder mit anderen Franchises. Ein weiterer Grund, warum Assassin's Creed eventuell sogar untergehen könnte in diesem Jahr, sind die Mitarbeiter und das gar nicht negativ gemeint, denn die Mitarbeiter sind unzufrieden. Vor ein paar Tagen gab es einen Aufruf zu einem Streik am Freitag im Studio Ubisoft Paris und das zeigt natürlich die Unzufriedenheit bei den Mitarbeitern. Dass Unzufriedenheit herrscht bei den Mitarbeitern, wurde in den letzten Monaten und den letzten 2-3 Jahren auch, glaube ich, bewusst durch verschiedene Anschuldigungen gegenüber der Führungsriege von Ubisoft. Aber natürlich ist das nochmal ein weiteres Level. Der Aufruf zum Streik ging nämlich von einer E-Mail aus, die der CEO von Ubisoft, Yves Guillemot, versendet hat an seine Mitarbeiter. Einen Ausschnitt davon lese ich euch ganz kurz vor. Es liegt an euch, das Line-Up pünktlich und in den erwarteten Qualitäten zu liefern und allen zu zeigen, was wir zu leisten imstande sind. Mehr denn je sei es deshalb wichtig, dass sich alle mit voller Energie für die Rückkehr auf den Pfad des Erfolgs einsetzen würden. Und das ist die E-Mail von ihm, zumindest ein Ausschnitt davon ist
natürlich, als Mitarbeiter wäre ich sehr wütend und dementsprechend verstehe ich auch die Entscheidung der Mitarbeiter zu streiken, ganz klar. Denn am Ende des Tages sind die strategischen Entscheidungen immer in der Verantwortung der Führungspersönlichkeiten. Und dann zu sagen, dass die Mitarbeiter das ausbügeln müssen, das ist natürlich schwierig, meiner Meinung nach. Wir bleiben gleich mal bei den Mitarbeitern und gehen in die Studios. Denn die Studios, die für Assassin's Creed verantwortlich sind, die haben jetzt noch viel, viel mehr Druck, gerade in diesem Jahr. So groß, dass eventuell sie Fehler machen, eventuell mehr Bugs entstehen und das Ganze verzögert wird oder ähnlich wie Assassin's Creed Valhalla einfach released wird und wir am Ende auch unzufrieden sind mit Assassin's Creed und die Spieleserie einbricht und somit auch Ubisoft sicherlich einbricht. Denn es ist wirklich in diesem Jahr abhängig wahrscheinlich von Assassin's Creed und anderen großen Franchises, ob Ubisoft weiterhin bestehen bleibt oder nicht. Ihr merkt also schon, es liegt nicht wirklich an der Marke Assassin's Creed, den Untergang von sich zu entscheiden, sondern an dem Konstrukt, worin es produziert wird. Ein Verkauf von Ubisoft klingt definitiv realistisch, ein Verkauf des Franchises definitiv nicht. Es ist das Franchise von Ubisoft, mit dem Ubisoft, glaube ich, so groß geworden ist, wie es heute ist. Und vorher verkaufen sie sicherlich andere Franchises oder sogar Studios, bevor sie sich an Assassin's Creed rantrauen. Doch welche Aspekte habe ich nicht genannt? Schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Wir gucken uns jetzt auf jeden Fall die positiven Aspekte an, denn davon gibt es einige. Denn Assassin's Creed selbst bietet in der nahen Zukunft auf jeden Fall Grund zur Freude. Assassin's Creed Mirage ist ein Spiel, welches zurück zu den Wurzeln möchte. Das wissen wir von den Entwicklern. Zurück zu mehr Stealth, zurück zu den Assassinen. Wir werden ja auch einen richtigen Assassinen spielen. Das ganze Spiel wird kleiner, kompakter, lebendiger mit der Stadt Bagdad, die zur damaligen Zeit durch enge Gassen, Märkte und viel Bewegung geprägt war und dementsprechend eine perfekte Grundlage für ein sehr gutes Assassin's Creed ist. Außerdem wissen wir von Stéphane Boudon, dass durch die verbesserte Performance der Hardware auch reichere und dichtere Städte dargestellt werden können. Wir werden in diesem kommenden Assassin's Creed Anlehnungen an alte Assassin's Creed Teile sehen. Zum einen natürlich gleich mit dem Trailer, der angelehnt wurde an den Trailer von Assassin's Creed 2 und natürlich wissen wir auch, dass es Anlehnungen an Assassin's Creed 1 gibt. Ich meine, wir sehen die Entstehung der levantinischen Bruderschaft, der Bruderschaft, in der auch Altair lebt. Und den Aufstieg schafft zum Großmeister und auch Verbindungen zu Assassin's Creed Origins werden wir sehen und der Entstehung des Ordens. Wortwörtlich geht dieses Spiel zurück zu den Wurzeln, zurück zu den richtigen Assassinen, zurück zu dem, was sich wahrscheinlich viele Fans gewünscht haben. Fragnat hat in einem Video darüber gesprochen, dass es auch nur Fanservice sein könnte und dann im nächsten Jahr wieder so weitergemacht wird wie mit Valhalla, aber das bleibt abzuwarten. Das kommende Assassin's Creed soll auch mehr auf die Story fokussiert sein, einem Story-driven Focus. Denn ich fand, in dem Valhalla konnte ich überhaupt nicht mit Eivor mich verbinden. Ich hatte überhaupt gar keinen Bezug und der Charakter an sich war mir auch egal, um ehrlich zu sein. Und dementsprechend müssen wir wirklich abwarten, inwieweit wir uns mit Basim verbinden können, inwieweit es relatable ist, also nachvollziehbar. Aber es ist schon mal gut, dass sie es überhaupt erwähnen und in den Fokus setzen. Des Weiteren sehen wir die Entstehungsgeschichte vom Templerorden und vom Assassinenorden. Denn vor dieser Zeit wurde der Assassinenorden ja die Verborgenen genannt, beziehungsweise der Templerorden Orden der Ältesten. Und das ist doch eine sehr interessante Zeit, etwas, was wir noch nicht gesehen haben. Wir wissen das auch nicht wirklich, wie der Templerorden oder der Orden der Ältesten zum Templerorden wurde und dementsprechend auch genauso mit den Assassinen. Das wissen wir nicht und ist wirklich eine interessante Grundlage und könnte wirklich Stoff für eine schöne Geschichte bieten. Eine Sache, die für die Mitarbeiter nicht so gut sein könnte, allerdings für das Franchise Assassin's Creed an sich ist, dass viele Projekte gecancelt wurden. Unter anderem auch das unangekündigte Projekt Project Q. Dort sollen jetzt angeblich einige Mitarbeiter oder alle Mitarbeiter davon an Assassin's Creed Mirage mitarbeiten, laut dem Gaming-Magazin Kotaku zumindest. Und das klingt im Grunde auch ganz gut, weil somit sind mehr Ressourcen verfügbar, um zum Beispiel Mirage zu polieren, also quasi zu polischen, dass es bugfrei wird oder nochmal ein paar Adjustments zu machen und dass wir dann am Ende des Tages vielleicht im Spätsommer diesen Jahres wirklich ein voll ausgereiftes Assassin's Creed bekommen. Das ist für die Mitarbeiter, die da vorher an Project Q gearbeitet haben, auf jeden Fall ein heftiger Motivations-Downfall ist. Das brauche ich euch nicht zu erzählen, das ist klar. Am Ende des Tages ist es wirklich schwierig zu beurteilen, ob Assassin's Creed in diesem Jahr es schaffen wird, die Kurve zu bekommen oder nicht. Denn es ist abhängig von vielen Faktoren, die die Marke selbst nicht steuern kann, sondern natürlich nur die Firma, dem Konstrukt, in dem es steckt. Ich denke, Assassin's Creed Mirage wird ein sehr gutes Spiel werden. Ich denke auch,
Avatar wird ein sehr gutes Spiel werden. Das Studio dahinter, Massive Entertainment, ist ein sehr gutes Studio meiner Meinung nach. Mit Division haben sie eine gute Arbeit oder solide Arbeit geleistet. Und wenn Ubisoft es schafft, die Firma bis in das Jahr 2024 stabil zu führen, dann, meine Freunde, glaube ich, kann Assassin's Creed die Kurve bekommen und auch Ubisoft natürlich in der Zukunft die Kurve bekommen. Sollte das bis dahin nicht stabil funktionieren, dann sehe ich wirklich schwarz für die Brand bzw. für das Unternehmen. Natürlich ist meine Meinung nur eine ganz kleine. Ich habe auch nicht alles 100% recherchiert, um da eine fundierte Meinung euch mitgeben zu können. Wenn ihr anderer Meinung seid, wenn ihr bessere Argumente habt, dann immer her damit, da bin ich auf jeden Fall offen dafür. Wenn wir aber über das Jahr 2023 hinausblicken, dann sehen wir, dass Ubisoft 3 weitere Titel in Planung hat, die zumindest mit einem Teil genau das zeigen, was Ubisoft in der Vergangenheit auch öfters so stark gemacht hat, nämlich in eine komplett andere Richtung zu gehen. Dabei spreche ich von Hexe, welches sich von der altbekannten Formel entfernen will und auch von der Grundidee die perfekte Grundlage bieten könnte, um ein anderes Spielkonzept zu liefern. Dann bekommen wir mit Codename Red endlich das Assassin's Creed Setting, wonach wir schon so lange gestrebt haben. Und im Mobile-Bereich bekommen wir dann ein Game, was jetzt nicht eine Innovation bietet, aber zumindest mit Codename Jade ein Game, welches definitiv eine heftige Grafik liefert. Woher ich das weiß? Naja, es gab einige Leaks und ich habe die ganzen auch hier in diesem Video analysiert, denn grafisch gesehen sieht dieses Game wirklich krass aus und habe ich noch nie vorher in so einem Mobile-Game gesehen. Aber Freunde, ich bin gespannt auf eure Meinung. Wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Assassin's Creed Video. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Ciao.